Lektion 1. Das Reinigungsrätsel. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine Frage zum Putzen an dich. Oh, interessant. Was beschäftigt dich, John? Nun, ich habe mich gefragt, wie lange verbringst du normalerweise damit, ein Zimmer zu putzen? Das ist eine gute Frage. Das hängt wirklich von der Größe des Zimmers ab, nicht wahr? Genau. Ich habe das Gefühl, dass es keine allgemeingültige Antwort gibt, wenn es um die Reinigung geht. Absolut. Ein kleines Schlafzimmer dauert vielleicht nur 20 bis 30 Minuten, aber ein großes Wohnzimmer kann leicht eine Stunde oder länger dauern. Auf jeden Fall. Und dann musst du Dinge berücksichtigen, wie überladen der Raum ist, oder? Absolut. Je mehr Sachen du in einem Raum hast, desto länger dauert das Aufräumen. Ganz gewiss. Ich habe festgestellt, dass eine schnelle 10-minütige Abholung vor der gründlichen Reinigung einen großen Unterschied macht. Gute Entscheidung. Es geht darum, es in überschaubaren Schritten anzugehen, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu tun. Exakt. Teilen Sie es in kleinere Aufgaben auf, damit es sich nicht so überwältigend anfühlt. Genau. Und vergessen Sie nicht, Dinge wie Wäsche, Geschirr und andere Reinigungsarbeiten zu berücksichtigen. Uff, gutes Argument. Diese können sich wirklich summieren und die Gesamtreinigungszeit verlängern. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht und den richtigen Rhythmus für Ihre Reinigungsroutine zu finden. Auf jeden Fall. Es ist wirklich eine Kunstform. Ich versuche immer noch, meins zu perfektionieren. Keine Sorge, John. Mit ein wenig Übung wirst du dein Putzspiel im Griff haben. Ich weiß die Ermutigung zu schätzen, Anna. Putzen ist vielleicht nicht meine Stärke, aber ich versuche es. Lektion 2. Die Leinwand der Natur. Hallo, Anna. Ich habe mich in letzter Zeit wirklich mit Landschaftsfotografie beschäftigt. Oh, das ist faszinierend. Was ist es, was Sie an Landschaften so reizvoll finden? Nun, ich finde es sehr therapeutisch, die Schönheit der Natur durch meine Linse einzufangen. Das sehe ich. Wunderschöne Landschaften haben etwas so Beruhigendes und Gelassenes. Genau. Es ermöglicht mir, langsamer zu werden und die Welt um mich herum wirklich zu schätzen. Das ist wunderbar. Was für Landschaften hast du in letzter Zeit fotografiert? Ich habe viele lokale Parks und Naturschutzgebiete erkundet. Die Vielfalt ist unglaublich. Ich wette, von sanften Hügeln bis hin zu hoch aufragenden Bergen gibt es einfach so viel zu entdecken. Absolut. Und die wechselnden Jahreszeiten bieten auch unterschiedliche Perspektiven. Guter Punkt. Es kann atemberaubend sein, dieselbe Szene bei unterschiedlichem Licht und Wetter aufzunehmen. Auf jeden Fall. Es hält mich auf Trab und immer auf der Suche nach neuer Inspiration. Ich finde es toll, dass du so viel Freude daran hast. Fotografieren kann ein so lohnendes Hobby sein. Das ist es wirklich. Und es war eine großartige Möglichkeit für mich, rauszukommen und neue Orte zu erkunden. Das ist fantastisch. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen einen kleinen Fotoausflug planen? Das würde mir gefallen.
Es wäre toll, einen Fotokumpel zu haben, der die Erfahrung teilt. Klingt nach einem Plan. Wir müssen den perfekten Ort finden, um ein paar tolle Aufnahmen zu machen. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine Menge Spaß machen. Die Leinwand der Natur wartet auf uns. Lektion 3. Prüfungsvorbereitung. Hallo Anna, ich bin ein bisschen gestresst wegen der bevorstehenden GRE-Prüfung. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hallo John, ich habe letztes Jahr den GRE gemacht. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, früh mit dem Lernen zu beginnen und so viele Beispielfragen wie möglich zu üben. Mit welchen Bereichen hast du am meisten zu kämpfen? Nun, ich finde den Matheabschnitt besonders herausfordernd. Ich habe seit Jahren keine Mathe für Fortgeschrittene mehr gemacht und ich mache mir Sorgen, dass ich wichtige Konzepte vergesse. Ich verstehe. Der Matheabschnitt kann schwierig sein, aber es gibt viele Ressourcen, die Ihnen bei der Vorbereitung helfen. Haben Sie versucht, Online-Praxistests oder Nachhilfedienste zu nutzen? Nein, noch nicht. Ich habe nur versucht, das offizielle GRE-Vorbereitungsbuch alleine durchzuarbeiten. Haben Sie Empfehlungen für gute Lernmaterialien oder Tutoren? Unbedingt. Ich fand, dass es für mich sehr hilfreich war, eine Kombination aus dem offiziellen Leitfaden, Online-Praxistests und der Zusammenarbeit mit einem Tutor zu verwenden, der sich auf den GRE-Mathematikbereich spezialisiert hat. Lassen Sie mich einige Optionen vorstellen, die Sie prüfen könnten. Das wäre großartig. Ich bin offen dafür, an dieser Stelle alles auszuprobieren, um sicherzustellen, dass ich vollständig vorbereitet bin. Okay, nun, zuerst gibt es einen Online-GRE-Vorbereitungskurs von Magouche, den viele meiner Freunde genutzt und für sehr effektiv befunden haben. Sie haben Videolektionen, Übungsfragen und sogar Einzelunterricht, wenn Sie ihn benötigen. Magouche, verstanden. Was ist mit persönlichen Nachhilfemöglichkeiten? Für persönliche Hilfe würde ich empfehlen, zu überprüfen, ob Ihre örtliche Universität oder Ihr Community College GRE-Vorbereitungskurse oder Einzelunterricht anbietet. Die Dozenten dort kennen sich in der Regel sehr gut mit der Prüfung aus. Das ist eine tolle Idee. Das werde ich mir ansehen. Vielen Dank für den Rat, Anna. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster, wenn es darum geht, mich auf den GRE vorzubereiten. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie während des Studiums weitere Fragen haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Prüfung. Ich weiß das zu schätzen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Tipps benötige. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 4. Szenesiers Abenteuer. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, du hast am Wochenende ein unglaubliches Abenteuer erlebt. Erzähl mir mehr darüber. Hallo John. Ja, ich hatte die unglaublichste Erfahrung. Ich habe an einer Führung mit dem spanischen Aeroauto teilgenommen, das Sie über die große Niagara-Schlucht bringt. Das spanische Aeroauto? Damit bin ich nicht vertraut. Was genau ist es? Es ist dieses erstaunliche Hängeseilbahnsystem, mit dem Sie hoch über der Niagara-Schlucht schweben können. Die Aussicht ist einfach atemberaubend. Wow, das klingt nach einem absoluten Nervenkitzel. Wie war die Fahrt? Warst du überhaupt nervös, so hoch oben suspendiert zu werden? Ganz und gar nicht. Das Auto ist sehr stabil und sicher. Als wir über die Schlucht glitten, hatte ich den unglaublichsten Panoramablick auf den rauschenden Fluss und die hoch aufragenden Klippen darunter.
Es war wirklich beeindruckend. Das kann ich mir nur vorstellen. Gab es noch andere Höhepunkte deines Abenteuers? Ja, nach der Aero-Autofahrt mussten wir eine Bootstour machen, die uns direkt zum Fuß der Niagarafälle brachte. Es war ein unvergessliches Erlebnis, so nah am tosenden Wasser zu stehen. Unglaublich! Diese ganze Reise klingt nach einer fantastischen Art, das Naturwunder von Niagara zu erleben. Das muss ich auf meine Wunschliste setzen. Das solltest du auf jeden Fall, John. Die Kombination aus dem Aero-Auto und der Bootstour gab mir eine einzigartige Perspektive auf die Schlucht und die Wasserfälle. Ich kann es nicht genug empfehlen. Nun, du hast mich auf jeden Fall davon überzeugt. Ich muss bald anfangen, eine Reise dorthin zu planen. Danke, dass du die Details deines Abenteuers geteilt hast, Anna. Es klingt wie ein absolutes Muss. Lektion 5. Einkaufsbummel. In Ordnung, Anna, ich brauche deine Hilfe. Ich wollte schon lange neue Klamotten einkaufen gehen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo ich anfangen soll. Oh, ich helfe dir gerne, John. Was für Artikel möchtest du deiner Garderobe hinzufügen? Nun, ich habe mir ein paar stylische Button-Down-Shirts und vielleicht eine schöne Hose angesehen. Irgendwelche Empfehlungen, wo ich mir die ansehen sollte? Unbedingt. Ich kenne genau den Ort. In der Innenstadt gibt es dieses fantastische Kaufhaus, das eine hervorragende Herrenabteilung hat. Sie haben eine riesige Auswahl an hochwertigen Hemden und Hosen. Oh, ein Kaufhaus, hm? Das klingt vielversprechend. Haben Sie gerade Sonderangebote oder Rabatte, von denen ich wissen sollte? In der Tat tun sie das. Ich war erst letzte Woche dort und sie hatten eine fantastische Aktion. Kaufe ein Shirt, erhalte das zweite 50% Rabatt. Und ihre Hosen waren durchweg um 20% reduziert. Wow, das ist ein toller Deal. Das muss ich mir auf jeden Fall ansehen. Weißt du zufällig, ob Sie eine gute Auswahl an Größen und Passformen haben? Absolut, sie sind für alle Körpertypen geeignet. Von Slimfit bis klassisch, Sie werden sicher etwas finden, das Ihrem Rahmen perfekt schmeichelt. Hervorragend, genau das suche ich. Gut, du hast mich offiziell verkauft, Anna. Ich werde dieses Wochenende dorthin fahren und sehen, was ich finden kann. Wunderbar, John. Ich bin sicher, Sie werden ein großartiges Einkaufserlebnis haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen, sobald Sie dort sind. Werde ich machen. Vielen Dank für die Tipps. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich in die richtige Richtung zu weisen. Lektion 6. Den Kosmos verstehen. Hey Anna, hast du dich über die neuesten Fortschritte in der Astronomie auf dem Laufenden gehalten? Weißt du, das habe ich. Tatsächlich hat mich der Wandel in unserem Verständnis des Sonnensystems wirklich fasziniert. Oh, erzähl es. Worüber hast du gelernt? Nun, Sie kennen wahrscheinlich das traditionelle geozentrische Modell, bei dem angenommen wurde, dass sich die Erde im Zentrum des Universums befindet. Aber ein Astronom namens Nikolaus Kopernikus begann, diese Idee in Frage zu stellen. Ah ja, ich erinnere mich, dass ich in der Schule etwas über Kopernikus gelernt habe. Er hat das heliozentrische Modell vorgeschlagen, oder? Mit der Sonne im Mittelpunkt statt der Erde. Genau.
Kopernikus argumentierte, dass die Planeten, einschließlich der Erde, tatsächlich um die Sonne kreisen. Zu dieser Zeit war das eine radikale Idee, aber sie gewann zunehmend an Bedeutung, je mehr Beobachtungen gemacht wurden. Das ist wirklich faszinierend. Also, was hat Kopernikus zu dieser Schlussfolgerung geführt? War es nur eine Ahnung oder hatte er solide Beweise? Soweit ich weiß, bemerkte Kopernikus einige Inkonsistenzen im geozentrischen Modell. Zum Beispiel entsprachen die Bewegungen der Planeten nicht ganz den Vorhersagen. Das heliozentrische Modell schien eine elegantere und genauere Erklärung zu liefern. Ich verstehe. Es muss für die Menschen damals ein ziemlicher Paradigmenwechsel gewesen sein. Ich kann mir nur vorstellen, wie umstritten es gewesen sein muss, das etablierte Glaubenssystem in Frage zu stellen. Absolut. Kopernikus war zunächst vorsichtig, wenn es darum ging, seine Ideen zu veröffentlichen, da er wusste, dass sie auf Widerstand stoßen würden. Aber irgendwann waren die Beweise zu überzeugend, um sie zu ignorieren. Nun, ich freue mich, dass wir in unserem Verständnis des Kosmos so weit gekommen sind. Es ist erstaunlich, wie sehr sich unsere Perspektive im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt hat. Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass es noch so viel mehr für uns zu entdecken gibt. Das Universum ist wirklich ein faszinierendes und sich ständig weiterentwickelndes Geheimnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du all diese Informationen geteilt hast, Anna. Es hat mich wirklich dazu gebracht, über die Geschichte und den Fortschritt des astronomischen Wissens nachzudenken. Lektion 7. Erkundung der kulinarischen Köstlichkeiten. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, du hast ein neues Restaurant in der Innenstadt ausprobiert. Möchtest du deine Gedanken teilen? Absolut, John. Ich hatte gerade das tollste kulinarische Erlebnis an diesem Ort namens The Gourmet Emporium. Das Gourmet Emporium, Das klingt genau nach meinem Geschmack. Auf welche Art von Küche sind Sie spezialisiert? Es ist wirklich eine Verschmelzung von Aromen. Sie bieten alles, von klassischen europäischen Gerichten bis hin zu innovativen, asiatisch inspirierten Kreationen. Wow, das ist ein ziemlich abwechslungsreiches Menü. Was hast du am Ende bestellt? Ich entschied mich für ihr charakteristisches Gericht, eine köstliche Lammtagine mit einer Beilage aus duftendem Safranreis. Es war einfach göttlich. Oh, Lammtagine, sagst du? Das klingt absolut köstlich. Das muss ich mir notieren. Das solltest du wirklich, John. Die Präsentation war tadellos und die Aromen tanzten mir einfach auf der Zunge. Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und mehr von ihren Angeboten auszuprobieren. Das ist fantastisch. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Haben Sie auch vegetarische oder vegane Optionen? Ich versuche, auf diese Ernährungsbedürfnisse zu achten. Unbedingt. Sie haben einen ganzen Abschnitt der Speisekarte, der pflanzlichen Gerichten gewidmet ist. Ich habe gehört, dass Wellington für Ihren Pilz ein Traum ist. Wunderbar, genau das höre ich gerne. Ein Restaurant, das eine Vielzahl von Gaumen bedient, ist für mich immer ein Gewinner. Ich bin sicher, du wirst etwas finden, das du absolut liebst, John. Der Service war erstklassig und das Ambiente war einfach so warm und einladend. Nun, du hast sicherlich mein Interesse geweckt, Anna. Ich glaube, ich weiß, wohin ich bei meinem nächsten kulinarischen Abenteuer gehen werde. Lektion 8. Ein aufregendes Abenteuer erwarten. Liebe Grüße, Anna.
Ich wollte mit dir über unsere bevorstehende Reise sprechen. Bist du genauso begeistert wie ich? Absolut, John. Ich kann es kaum erwarten, dass wir uns auf dieses Abenteuer einlassen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Ich weiß, oder? Ich habe einige Nachforschungen angestellt und die Reiseroute sieht absolut wunderbar aus. Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Ich bin mir sicher, dass es fantastisch sein wird. Ich finde es toll, dass wir eine neue Kultur entdecken und in die lokalen Traditionen eintauchen können. Ich auch. Und die Unterkünfte, die du gefunden hast, sehen einfach fantastisch aus. Ich kann es kaum erwarten, in dieser gemütlichen kleinen Hütte am See zu entspannen. Ist es nicht wunderbar? Ich weiß nur, dass wir die beste Zeit unseres Lebens haben werden. Diese Reise ist genau das, was wir brauchen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Wir haben in letzter Zeit so hart gearbeitet, und dieser Kurzurlaub ist die perfekte Gelegenheit, um neue Energie zu tanken und zu regenerieren. Absolut. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir lokalen Wein schlürfen, köstliche Küche genießen und die atemberaubende Landschaft genießen. Es wird pure Glückseligkeit sein. Ich kann es kaum erwarten, mit dir bleibende Erinnerungen zu schaffen, Anna. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Ich auch, John. Ich bin so dankbar, dass wir diese Erfahrung miteinander teilen dürfen. Es wird wirklich magisch sein. Ich könnte nicht aufgeregter sein, Anna. Machen wir das Beste aus jedem Moment und kommen wir erfrischt und inspiriert zurück. Lektion 9. Förderung inklusiver Diskussionen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir sicherstellen können, dass in unseren Teambesprechungen die Stimme aller gehört wird. Das ist ein gutes Argument, John. Inklusivität ist so wichtig, besonders wenn wir eine vielfältige Gruppe von Menschen haben. Exakt. Ich möchte sicherstellen, dass sich niemand bei unseren Diskussionen ausgeschlossen oder übersehen fühlt. Ich auch. Was sind Ihrer Meinung nach einige effektive Strategien, die wir umsetzen können? Nun, eine Idee ist, ein strukturiertes Format zu haben, in dem wir durch den Raum gehen und jedem die Möglichkeit geben, seine Gedanken mitzuteilen. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Es würde jedem ermöglichen, einen Beitrag zu leisten, ohne dass die lautstärkeren Mitglieder das Gespräch dominieren. Absolut. Und wir könnten die Leute auch dazu ermutigen, ihre Hand zu heben oder virtuelle Tools zu verwenden, um zu signalisieren, dass sie etwas zu sagen haben. Ich liebe diese Idee. Es würde allen die gleichen Teilnahmemöglichkeiten geben, auch den introvertierten Mitgliedern des Teams. Auf jeden Fall. Und vielleicht könnten wir auch eine bestimmte Zeit für das Brainstorming einplanen, in der wir auf den Ideen des anderen aufbauen können, ohne uns zu unterbrechen. Das ist ein gutes Argument. Strukturierte Brainstorming-Sitzungen können die kollaborative Problemlösung wirklich fördern. Exakt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir aktiv Feedback und Feedback von allen einholen, nicht nur von den üblichen Verdächtigen. Einverstanden. Wir sollten konzertierte Anstrengungen unternehmen, um diejenigen zu erreichen, die möglicherweise zögern, sich selbst zu äußern. Absolut. Indem wir ein inklusives und einladendes Umfeld schaffen, können wir das volle Potenzial unseres Teams wirklich ausschöpfen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Ich freue mich darauf, einige dieser Strategien umzusetzen und zu sehen, wie sie unsere Diskussionen verbessern.
Ich auch, Anna. Ich habe das gute Gefühl, dass diese Änderungen zu produktiveren und ansprechenderen Besprechungen führen werden. Lektion 10. Ein Campingabenteuer im Wohnzimmer. Hey Anna, du wirst nie erraten, was ich letzte Nacht gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Was ist die große Überraschung? Nun, ich habe beschlossen, campen zu gehen, in meinem Wohnzimmer. Dein Wohnzimmer? Wie in Ihrem eigentlichen Indoor-Wohnzimmer zu Hause? Das ist ziemlich unerwartet. Haha, ja. Ich habe ein Zelt aufgeschlagen und alles. Ich wollte nur sehen, wie es sein würde. Wow, das ist sicherlich eine einzigartige Idee. Wie hat das für dich genau geklappt? Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das gemütliche Gefühl des Campens erlebt, ohne der Natur trotzen zu müssen. Ich verstehe. Und wie war dein überdachter Campingplatz im Vergleich zum echten? Nun, es gab definitiv einige Unterschiede. Zum einen kein Lagerfeuer und kein Sternenhimmel über uns. Ah ja, das wären wichtige fehlende Elemente. Hast du wenigstens S'mores gemacht? Natürlich. Ich musste das volle Campingerlebnis erleben, auch wenn es in meinem Wohnzimmer war. Haha, ich bewundere dein Engagement für Authentizität. Hast du in deinem Innenzelt gut geschlafen? Überraschenderweise ja. Der Schlafsack und das Polster machten es ziemlich gemütlich. Allerdings bin ich ein paar Mal aufgewacht, als mein Hund herumschnüffelte. Oh nein, dein pelziger Campinggefährte hat versucht, an dem Spaß teilzunehmen. Das muss interessant gewesen sein. War es. Aber er schien es auch zu genießen. Wir hatten zusammen ein kleines Indoor-Camping-Abenteuer. Das ist bezaubernd. Ich muss sagen, Sie sind ein ziemlich innovativer Naturliebhaber, auch bequem von zu Hause aus. Haha, ja, ich denke gerne um die Ecke. Oder, du weißt schon, in diesem Fall im Wohnzimmer. Nun, ich muss es dir lassen, John. Das klingt, als wäre es ein einzigartig unvergessliches Erlebnis gewesen. Das war es wirklich. Vielleicht muss ich es irgendwann nochmal machen. Du kannst mich gerne auf einen Indoor-Camping-Ausflug begleiten. Lektion 11. Gruseliges Halloween-Dekor. Jo Anna, hast du schon angefangen, für Halloween zu dekorieren? Halloween. Oh ja, ich habe mein Haus für die gruselige Jahreszeit herrichten lassen. Nett. Was für Dekorationen hast du angebracht? Nun, ich habe die Klassiker, Kürbisse, Geister, schwarze Katzen. Aber ich bin dieses Jahr auch ein bisschen verrückt nach den gruseligen Krabbeltieren geworden. Gruselige Krabbeltiere? Erzähl es. Was hast du? Haha, nun, ich habe falsche Spinnen und Fledermäuse, die von den Decken hängen, und sogar eine riesige aufblasbare Spinne auf dem Rasen vor dem Haus. Wow, hört sich an, als würdest du wirklich alles geben. Ich wette, in deinem Haus spukt es total. Definitiv. Ich versuche es so gruselig und festlich wie möglich zu machen. Was ist mit dir? Hast du überhaupt dekoriert? Ich? Nee, ich bin eher ein Minimalist,
wenn es um Halloween geht. Allerdings habe ich eine lustige kürbisförmige Lichterkette gekauft. Kürbislichter? Das ist wirklich süß. Wo wirst du die hinstellen? Ich dachte daran, die Treppe mit ihnen zu säumen. Verleihen Sie ihm einen schönen warmen, herbstlichen Glanz. Oh, das ist eine tolle Idee. Die Kürbislichter werden so gemütlich und einladend aussehen. Ja, ich hoffe, es schafft ein nettes Ambiente, weißt du? Nicht zu übertrieben wie dein von Spinnen verseuchtes Haus. Hey, zerreiß nicht das Spinnendekor. Das ist alles Teil der Halloween-Stimmung. Obwohl ich zugeben muss, es kann ein bisschen intensiv werden. Haha, das kann ich mir nur vorstellen. Ich bin eher ein Fan der süßen und skurrilen Seite des Urlaubs. Nun, jedem das seine. Ich bin sicher, deine Kürbislichter werden wunderschön aussehen. Vielleicht muss ich rüberkommen und sie mir ansehen. Jederzeit, mein Freund. Obwohl ich nicht garantieren kann, dass ich nicht auf jedes kleine Geräusch mit deinen gruseligen Dekorationen springe. Haha, fair genug. Ich werde versuchen, die Sprungscheu bei meinem Besuch auf ein Minimum zu reduzieren. Ich kann die gemütliche Kürbisatmosphäre schließlich nicht ruinieren. Ich weiß es zu schätzen. Ich würde an Halloween keinen Herzinfarkt in meinem eigenen Zuhause haben wollen. Genau. Wir müssen die perfekte Balance zwischen gruselig und gemütlich finden. Es ist ein heikler Tanz, aber ich denke, wir können ihn schaffen. Du hast es. Hoffen wir jetzt, dass die Süßes oder Saures aus der Nachbarschaft sich nicht zu sehr von deinem Spukhaus abschrecken lassen. Haha, keine Versprechen. Aber ich bin mir sicher, dass sie die Kürbislichter lieben werden. Vielleicht klaue ich dir ein paar Ideen. Fühlen Sie sich auf jeden Fall frei. Je mehr Halloween-Jubel, desto besser. Lektion 12. Aktiv und gesund bleiben. Guten Morgen, Anna. Haben Sie von der neuen Gesundheitsinitiative der Regierung gehört? Du meinst den, der Kanadier ermutigt, aktiv und gesund zu bleiben? Ja, ich habe die Werbung überall gesehen. Das ist der eine. Was denkst du darüber? Hast du vor, dich zu engagieren? Unbedingt. Ich finde, es ist ein großartiges Programm. Alles, um Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. Einverstanden. Ich wollte anfangen, regelmäßiger Sport zu treiben. Vielleicht gibt mir das den Schub, den ich brauche. Fantastisch. Welche Art von Aktivitäten möchtest du ausprobieren? Nun, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mit dem Laufen anzufangen. Es scheint ein einfacher Weg zu sein, um in Form zu kommen. Du rennst, hm? Das ist eine gute Wahl. Es ist so ein praktisches Training, das du überall machen kannst. Exakt. Und ich habe gehört, dass die Regierung sogar ein paar lustige Gemeinschaftsläufe organisiert. Oh, das ist cool. Die Teilnahme an einer Gruppenveranstaltung könnte sie unterhaltsamer und motivierender machen. Vollkommen. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die auch versuchen, aktiv zu bleiben. Genau. Dieses soziale Unterstützungsnetzwerk kann den Unterschied ausmachen. Ganz gewiss. Was ist mit Ihnen? Haben Sie vor, sich an der Initiative zu beteiligen? Nun, ich habe darüber nachgedacht,
einige der Yoga- und Meditationskurse auszuprobieren, die sie anbieten. Yoga und Meditation? Das klingt sehr zen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine großartige Möglichkeit wäre, ausgewogen zu bleiben. Auf jeden Fall. Ich möchte mich sowohl auf die körperlichen als auch auf die geistigen Aspekte des Wohlbefindens konzentrieren, weißt du? Absolut. Ich muss mich um die ganze Verbindung zwischen Geist und Körper kümmern. Gute Entscheidung. Danke. Ich hoffe, es hilft mir, Stress abzubauen und mehr inneren Frieden zu finden. Ich wette. Bei all dem Wahnsinn der Welt heutzutage klingt das wie genau das, was der Arzt verordnet hat. Exakt. Manchmal musst du nur einen Schritt zurücktreten und dich wieder mit dir selbst verbinden. Das höre ich. Ich freue mich, dass sich die Regierung bemüht, einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Ich auch. Es ist eine großartige Initiative, und ich freue mich zu sehen, wie die Community sie annimmt. Das Gleiche hier. Vielleicht können wir einige der Aktivitäten sogar irgendwann zusammen machen. Das fände ich toll. Wir können uns gegenseitig motivieren, unsere Fitnessziele zu erreichen. Klingt nach einem Plan. Okay, ich gehe los und melde mich für den Community Run an. Bis später. Lektion 13. Den Wandel annehmen. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie schnell sich die Dinge heutzutage zu ändern scheinen? Du hast recht, das Tempo der Veränderung in unserem Leben hat definitiv zugenommen. Es kann manchmal etwas überwältigend sein. Auf jeden Fall. Ich meine, gerade in den letzten Jahren hat sich die Technologie so schnell weiterentwickelt. Das ist wahr. Manchmal fühlt es sich an, als ob ich mit all den neuen Apps und Gadgets kaum Schritt halten kann. Genau. Wie gehst du normalerweise mit solchen Veränderungen in deinem Leben um? Nun, ich versuche anpassungsfähig und aufgeschlossen zu bleiben. Ich finde, dass es am besten funktioniert, Veränderungen anzunehmen, anstatt sich ihnen zu widersetzen. Ah, das ist ein großartiger Ansatz. Ich habe manchmal Probleme mit Veränderungen, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich verstehen. Veränderungen können beunruhigend sein, vor allem, wenn sie so schnell geschehen. Absolut. Ich glaube, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich an meinen vertrauten Routinen festhalte. Ich verstehe es. Aber manchmal kann das Verlassen unserer Komfortzonen zu wirklich positiven Erfahrungen führen. Du bringst ein gutes Argument vor. Ich schätze, ich sollte versuchen, abenteuerlustiger zu sein, wenn es um neue Dinge geht. Auf jeden Fall. Es geht nur darum, die richtige Denkweise zu haben. Betrachte Veränderung als Chance, nicht als Bedrohung. Das ist eine interessante Betrachtungsweise. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Ganz gewiss. Und denken Sie daran, dass Sie nicht jede Änderung auf einmal angehen müssen. Machen Sie einen Schritt nach dem anderen. Guter Rat. Vielleicht fange ich klein an, probiere ein neues Rezept aus oder so. Genau. Kleine Schritte. Bevor du dich versiehst, wirst du ein Profi darin sein, Veränderungen anzunehmen. Das hoffe ich. Es wäre schön, sich bei all der ständigen Entwicklung in unserem Leben wohler zu fühlen. Absolut.
Je mehr Sie üben, anpassungsfähig zu sein, desto einfacher wird es. Es ist eine Erleichterung, das zu hören. Ich werde mir in Zukunft auf jeden Fall mehr Mühe geben. Ich freue mich, das zu hören. Ich bin sicher, du wirst das großartig machen. Veränderung kann aufregend sein, wenn du sie zulässt. Du hast mir definitiv eine neue Perspektive dazu gegeben. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit zum Chatten genommen haben. Jederzeit. John, ich freue mich immer, ein offenes Ohr zu haben oder eine andere Sichtweise darzulegen. Nun, ich probiere das neue Rezept aus. Wünsche mir viel Glück auf meiner Reise zur Veränderung. Lektion 14. Networking leicht gemacht. Guten Morgen, Anna. Warst du in letzter Zeit auf guten Networking-Events? Hallo John. Tatsächlich habe ich letzte Woche gerade an einer wirklich großartigen Veranstaltung teilgenommen. Oh, wirklich? Um ehrlich zu sein, fand ich Networking immer ein bisschen einschüchternd. Das kann ich verstehen. Es kann definitiv außerhalb der Komfortzonen vieler Menschen liegen. Exakt. Ich weiß nie, was ich sagen soll oder wie ich einen guten Eindruck hinterlassen soll. Nun, ich habe gelernt, dass es entscheidend ist, einen soliden Pitch parat zu haben. Ein Elevator-Pitch? Was genau ist das? Es ist ein kurzer, überzeugender Überblick darüber, wer Sie sind und was Sie tun. Wie ein 30-Sekunden-Werbespot. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Darüber habe ich wohl nie wirklich viel nachgedacht. Es ist jedoch so wichtig, besonders bei Netzwerkveranstaltungen. Sie möchten eine unvergessliche Einführung machen. Du hast recht, ich sollte wahrscheinlich daran arbeiten, einen guten Elevator-Pitch zu erstellen. Absolut. Und das Tolle ist, Sie können es auf verschiedene Situationen zuschneiden. HMM, das ist ein gutes Argument. Ich kann mir vorstellen, dass das nützlich wäre. Auf jeden Fall. Es geht darum, anpassungsfähig zu sein und Ihren einzigartigen Wert zur Geltung zu bringen. Weißt du, ich fühle mich tatsächlich inspiriert, das mal auszuprobieren. Irgendwelche Tipps? Sicher. Halten Sie es kurz, heben Sie Ihre wichtigsten Stärken und Erfahrungen hervor und üben Sie, üben Sie, üben Sie. Okay, das klingt machbar. Ich denke, ich bin bereit, selbstbewusster mit dem Netzwerken zu beginnen. Das ist der Geist. Das schaffst du, John. Denk daran, du selbst zu sein und echte Verbindungen herzustellen. Ich schätze den Rat, Anna. Es hilft mir wirklich, mich besser vorbereitet zu fühlen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Networking kann die Spielregeln verändern, wenn Sie es richtig angehen. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, diese Tipps bei der nächsten Veranstaltung, an der ich teilnehme, in die Tat umzusetzen. Hervorragend. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich gebe Ihnen gerne weitere Hinweise. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank, Anna. Du hast mir wirklich geholfen, Networking positiver zu sehen. Lektion 15. Nachhaltiges Einkaufen. Hey Anna, hast du in letzter Zeit nachhaltig eingekauft?
Weißt du, das habe ich tatsächlich. Ich habe mich bewusst bemüht, lokale und umweltfreundliche Unternehmen zu unterstützen. Das ist großartig. Das wollte ich schon öfter machen, aber ich bin mir nicht immer sicher, wo ich anfangen soll. Es ist so wichtig, nicht wahr? Es gibt so viele großartige Möglichkeiten, wenn Sie nur ein wenig recherchieren. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich aus Bequemlichkeit immer nur in die großen Kaufhäuser gehe. Das verstehe ich vollkommen. Aber je mehr wir unsere Ausgaben auf nachhaltige Unternehmen verlagern können, desto besser. Du hast recht. Ich muss diese Angewohnheit durchbrechen. Irgendwelche Tipps, um gute lokale und umweltfreundliche Optionen zu finden? Nun, eine Sache, die ich sehr hilfreich fand, ist der Besuch von Bauernmärkten und kleinen lokalen Geschäften. Oh ja, der Bauernmarkt ist eine großartige Idee. Ich liebe es, lokale Landwirte und Produzenten zu unterstützen. Ich auch. Und oft findet man auch in kleinen Unternehmen einzigartige, handgefertigte Artikel. Das ist ein gutes Argument. Ich wette, Sie haben einige wirklich coole, einzigartige Produkte. Auf jeden Fall. Und du unterstützt oft die Leidenschaft und den Lebensunterhalt von jemandem, was so lohnend ist. Das kann ich mir vorstellen. Es ist schön zu wissen, dass Ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird. Exakt. Und viele nachhaltige Unternehmen sind auch in Bezug auf ihre Praktiken transparent. Ich mag diese Idee von Transparenz. Es gibt dir ein gutes Gefühl, wenn es darum geht, wofür du dein Geld ausgibst. Absolut. Insgesamt ist es einfach ein viel bedeutungsvolleres Einkaufserlebnis. Ich bin definitiv überzeugt. Ich werde mir mehr Mühe geben, lokal und nachhaltig einzukaufen. Das ist großartig, John. Ich bin sicher, Sie werden einige großartige neue Unternehmen und Produkte entdecken. Ich freue mich riesig darauf. Danke für die tollen Tipps, Anna. Ich helfe gerne weiter. Lass mich wissen, wenn du gute nachhaltige Orte findest, die ich mir auch ansehen sollte. Das werde ich tun. Dieses Gespräch hat mich darauf gefreut, die lokale Nachhaltigkeitsszene zu erkunden. Ich freue mich so, das zu hören. Unterstützen Sie vor Ort, unterstützen Sie Nachhaltigkeit, es ist rundum eine Win-Win-Situation. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nochmals vielen Dank, Anna. Du hast mir viel zum Nachdenken gegeben. Lektion 16. Taxigeschichten. Hey Anna, ich habe meiner Mutter gerade von der Zeit erzählt, als wir zusammen ein Taxi genommen haben. Erinnerst du dich daran? Oh ja, daran kann ich mich definitiv erinnern. Es war so eine lustige und interessante Erfahrung. Vollkommen. Ich fahre nicht so oft mit Taxis, also war es ein bisschen wie ein Abenteuer für mich. Das gleiche hier. Ich glaube nicht, dass ich seit meiner Kindheit in einem Taxi gesessen habe. Ja, es ist nicht so, dass wir sie heutzutage ständig mit Uber und LYFT benutzen müssen. Das ist wahr. Aber es ist immer noch irgendwie altmodisch und charmant, ein richtiges Taxi zu nehmen. Damit hast du recht. Ich habe es geliebt, mit dem Fahrer zu chatten und die Perspektive eines Einheimischen zu bekommen. Auf jeden Fall. Der Fahrer war so freundlich und hatte einige tolle Geschichten zu erzählen.
Absolut. Ich erinnere mich, dass er uns alles über die Geschichte der Stadt erzählte und auf coole Wahrzeichen hinwies. Ja, und er gab uns auch einige tolle Restaurantempfehlungen. Ich bin immer noch deprimiert, dass wir keine Zeit hatten, diesen einen Ort auszuprobieren. Ich auch. Ich schätze, wir müssen einfach ein anderes Taxiabenteuer planen und es uns ansehen. Ich bin so begeistert davon. Es macht immer Spaß, eine Stadt auf diese intimere, lokale Art zu erkunden. Auf jeden Fall. Sie haben ein viel authentischeres Erlebnis, als nur in die U-Bahn zu steigen oder so. Vollkommen. Und der Fahrer kann Ihnen alle Insider-Tipps und Abkürzungen geben. Exakt. Außerdem ist es eine Art nostalgisches Erlebnis, findest du nicht? Wie ein kleines Stück Transportmittel der alten Schule. Definitiv. Es geht auf eine einfachere Zeit zurück. Das liebe ich am Taxifahren. Ich auch. Es verleiht dem gesamten Reiseerlebnis nur etwas Besonderes. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir das nächste Mal gemeinsam eine neue Stadt erkunden. Absolut. Taxiabenteuer sind ein Muss. Ich freue mich schon auf unseren nächsten. Das Gleiche hier. Es ist eine unterhaltsame Art, sich zu verbinden und mehr tolle Erinnerungen zu schaffen. Auf jeden Fall. Danke, dass du mit mir in Erinnerungen schwelgst, Anna. Dann bin ich ganz nostalgisch für unsere letzte Taxifahrt. Lektion 17. Bücherwurmgeplänkel. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit gute Bücher gelesen? Hey John, ich habe gerade The Alchemist zu Ende gelesen und es hat mir absolut gut gefallen. Ah, der Alchemist. Ich habe so tolle Dinge über das Buch gehört. Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht? Wo fange ich überhaupt an? Das Geschichtenerzählen ist einfach so fesselnd und die Themen, wie man seinen Träumen folgt, sind so inspirierend. Auf jeden Fall ist es eines dieser Bücher, die einen wirklich dazu bringen, tiefer über das Leben nachzudenken. Vollkommen. Die Art und Weise, wie die Hauptfigur Santiago diese transformative Reise unternimmt, ist einfach so mächtig. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe gehört, dass der Text auch wunderschön ist, mit all diesen lyrischen, symbolischen Elementen. Genau. Die Prosa ist einfach wunderschön. Es hat diese fast märchenhafte Qualität. Das ist wirklich faszinierend. Ich muss auf jeden Fall ein Exemplar in die Hand nehmen und es mir selbst ansehen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist die Art von Buch, das dir noch lange in Erinnerung bleibt, nachdem du es gelesen hast. Dann freue ich mich drauf. Habt ihr noch weitere Buchempfehlungen, wenn wir gerade beim Thema sind? Lass mich nachdenken. Oh, hast du Atomic Habits von James Clear gelesen? Das ist ein weiterer, den ich in letzter Zeit sehr genossen habe. Atomic Habits, hm? Ich glaube nicht, dass ich damit vertraut bin. Worum geht es überhaupt? Es geht darum, gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte abzulegen. Wirklich praktisches und aufschlussreiches Zeug. Ah, ich verstehe. Das klingt super relevant und hilfreich für den Alltag.
Absolut. Es steckt voller wirklich umsetzbarer Strategien, die Sie sofort anwenden können. Toll, das muss ich auch zu meiner Leseliste hinzufügen. Ich versuche immer, meine Gewohnheiten zu verbessern. Ganz gewiss. Es ist eines dieser Bücher, die Ihnen wirklich helfen können, positive Veränderungen vorzunehmen. Toll, ich bin begeistert. Danke für die tollen Empfehlungen, Anna. Du erweiterst wirklich meinen literarischen Horizont. Ich helfe gerne weiter. Ich liebe es, über Bücher zu diskutieren, also zögern Sie nicht, mir jederzeit den Kopf zu zerbrechen. Das werde ich tun. Es hat wirklich Spaß gemacht, über unsere Leseabenteuer zu chatten. Einverstanden. Über Bücher zu diskutieren ist eine großartige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall. In Ordnung, ich gehe besser, aber ich werde dich auf jeden Fall wissen lassen, was ich von The Alchemist halte. Lektion 18. Gesprächsströme. Guten Tag, Anna. Wie lief dein Tag bis jetzt? Hallo, John. Um ehrlich zu sein, war es eine kleine Achterbahnfahrt. Ach, was ist los? Ist alles in Ordnung? Nun, du weißt, dass ich aus Maryland komme, oder? Die Strömungen haben meine Pläne heute wirklich durcheinander gebracht. Ah, ich verstehe. An der Küste können Wetter und Gezeiten so unberechenbar sein. Auf jeden Fall. Die Stärke der Strömungen hat in letzter Zeit abgenommen, was die Navigation schwierig macht. Ich kann mir vorstellen, dass das frustrierend wäre. Haben Sie Probleme, dorthin zu gelangen, wo Sie hin müssen? Ja, ich habe tatsächlich versucht, zu einem Meeting zu kommen, aber ich werde vom Kurs abgedrängt. Das ist ein Mist. Können Sie irgendetwas tun, um Ihre Route anzupassen und wieder auf Kurs zu kommen? Ich versuche es, aber die Strömungen sind heute einfach so stark. Es ist, als hätten sie ihren eigenen Kopf. Ich verstehe. Ich hoffe, Sie finden einen Ausweg und kommen zu Ihrem Meeting, auch wenn es etwas verspätet ist. Ich auch. Ich kann es mir wirklich nicht leisten, das zu verpassen. Ich drücke die Daumen, dass ich diese Strömungen bekämpfen kann. Ich setze auf dich, Anna. Halte durch und lass mich wissen, ob ich irgendwie helfen kann. Danke, John. Danke für die moralische Unterstützung. Das ist nur einer dieser Tage, weißt du? Ich höre dich. Manchmal scheint das Universum einfach gegen uns zu arbeiten. Exakt. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde einen Weg finden, in diesen kniffligen Gewässern zu navigieren. Das ist der Geist. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Ich bin sicher, du wirst das durchstehen. Das hoffe ich wirklich. In Ordnung, ich mache mich besser darauf zurück. Wünsche mir Glück. Viel Glück, Anna. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ich spreche bald mit dir. Lektion 19. In der Nachbarschaft navigieren. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit die Gegend erkundet? Hallo, John. Hab ich tatsächlich. Hier gab es viel zu entdecken.
Das ist großartig. Bist du auf etwas Interessantes gestoßen, das du teilen möchtest? Tatsächlich bin ich auf ein neues Café gestoßen, das vielversprechend aussieht. Oh wirklich? Wo ist das neue Café, das du gefunden hast? Es ist gleich da drüben, in der Nähe der Check-in-Station an der Ecke. Ich wollte es schon lange ausprobieren. Ah, ich verstehe, dann nicht zu weit. Hatten Sie die Gelegenheit, vorbeizuschauen und ein Gefühl für den Ort zu bekommen? Noch nicht, aber ich habe vor, heute Abend vorbeizuschauen, wenn du zu mir kommen möchtest. Das klingt reizend. Ich begleite Sie gerne und schaue es mir gemeinsam an. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass wir die Atmosphäre genießen und vielleicht sogar einen neuen Lieblingsplatz finden werden. Auf jeden Fall. Es ist immer schön, neue lokale Juwelen zu entdecken, besonders in guter Gesellschaft.